Und dann kommt der Schüler und sagt, ich bin Schreiner geworden und die Liebe zum Holz habe ich hier in der Werkstatt gefunden. Wir sind in der Werkstatt für Technik und Berufs- und Lebensorientierung. Im Gegensatz zu den Kunst- und Werkräumen, die wir im Erdgeschoss haben, ist das eine richtige und echte Werkstatt, weil in dem Raum, in dem sich die Schüler befinden, auch die Maschinen stehen. Die Schüler haben ganz normal zwischen 2 und 3 Stunden lehrplanmäßig Unterricht. In der 7. Klasse ist der Technikunterricht für alle Schüler Pflicht und ab der 8. Klasse können sie wählen. Siehst du, wie das ist, wenn man Knopf drückt? Ja. Okay? Gut. Diese Stapelholzstühle, die sind ja schon über 30 Jahre alt, sind aber aus sehr gutem Buchenholz gefertigt. Deswegen werden diese Stühle zerlegt. So war es vorher. Ein Stuhlbein. Und jetzt ist ein sogenanntes Halbzeug. Man kann ja auch dieses Holz, könnte man so aneinander verleimen. Dann kriegt man irgendwann eine Tischplatten oder auf alle Fälle eine Fläche. Im Unterricht Berufs- und Lebensorientierung lernen die Schüler bei mir verschiedene Berufsfelder kennen. Das wäre zum ersten Mal natürlich Holz. Sie lernen aber auch den Umgang mit Metall. Sie lernen den Umgang mit Stein im Fachbereich Bauwesen. Und sie lernen Farbraumgestaltung. Das bedeutet, wir streichen zum Beispiel Wände oder richten wir Untergründe her. Ich versuche ja, sie aufs Leben vorzubereiten, wie man so schön sagt. Ich versuche ihnen was zu vermitteln, damit sie später mal nicht nur auf fremde Hilfe angewiesen sind. Und genau das ist die Lebensorientierung bei mir. Ich versuche ihnen beizubringen, ganz alltägliche Dinge zu erlernen und die später selber zu machen.